Hallihallo, liebe Freunde, willkommen zum Shakes and Fidget Stammtisch. Alrighty dann, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zu Shakes and Fidget, und zwar einer neuen Ankündigung eines Stammtisches. Der Stammtisch, für diejenigen, die es nicht kennen, war eine ursprünglich von mir 2013 eingeführte Talkrunde zwischen Content-Creatern. Das Ganze wurde 2013 bis 2014 sehr häufig durchgeführt, mithilfe auch meines Partners Nicknock Kommando damals. Da hatten wir auch unter anderem zum Beispiel den Schilling zu Gast und viele andere noch bekannte Let's Player, wie zum Beispiel den Gorgos oder auch den Paul Terra. Dann 2018 gab es das Ganze auch nochmal Reloaded bis 2020, teilweise über Paul Terra und Dorsa, Stammtisch Reloaded. Über hin und wieder mal die Jahre hinweg gesehen, kann man sagen, gab es diese Talkrunde auch. Und zuletzt gab es das auch 2023 vom Mael Scheffe als Chefetage auch ähnlich moderiert. Und Ende des Jahres jetzt möchte ich das also nochmal von meiner Seite aus moderieren. 10 Jahre nach dem ersten Stammtisch im Prinzip. Und dieser Stammtisch, Leute, wird was ganz Besonderes werden, denn ihr habt die Chance, Themen für die Teilnehmer des Stammtisches vorzuschlagen oder Fragen zu stellen, denen sich die Teilnehmer widmen müssen. Und da müsst ihr jetzt natürlich auch wissen, wer kann denn alles mit dabei sein. Und das Ganze ist im Prinzip wir haben hier diese Teilnehmerliste im Discord und ich werde der Moderator sein, der prinzipiell die Fragen, die ihr den Content Creatoren stellt, weiterreicht. Derafim, Dorsa, Kepso, Gorgos, Basi, El Chefe, Piccolo und Sergio Kurai könnten beim kompletten Stammtisch dabei sein. Könnten bedeutet, wir haben tendenziell zwar einen Termin, aber man weiß ja nie, ob dann immer jeder auch 100%ig da ist. Deshalb bitte ich euch um Folgendes: Wenn ihr dem Stammtisch mit Fragen oder Themen etwas beisteuern wollt, dann schreibt ihr mir das privat per Discord oder per E-Mail an fraghanrizzle@web.de. Dort könnt ihr eure Fragen stellen. Ihr könnt bis zu 3 Themenvorschläge machen oder Fragen, die ihr formuliert, für bis zu 3 verschiedene Content-Creatoren. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel nur eine Frage habt oder einen Themenvorschlag, dann könnt ihr mir diesen posten und dann könnt ihr mir bis zu 3 Content-Creatoren schreiben, wo ihr wollt, dass die diese Frage beantworten oder sich mit dem Thema speziell beschäftigen. Wenn ihr aber mehr als ein Thema habt, könnt ihr das Ganze auch auf die Content-Creatoren verteilen. Das Ganze hat den Hintergrund, wie gesagt, vielleicht ist nicht jeder da, sodass wenigstens immer hoffentlich einer sich mit dem Thema auch beschäftigen kann. Das ist so das Prinzip und da bin ich sehr gespannt, wie ihr das Ganze umsetzt. Ihr könnt Fragen einreichen bis Sonntag 23:59 Uhr, das heißt, ihr könnt euch auch coole Sachen überlegen. Es sollte natürlich sich um Shakes and Fidget mehr oder weniger drehen und dann können wir ein richtig schön contentreiches Video aufbauen. Meine Aufgabe wird sein, das Ganze dann ein bisschen vorzusortieren und entsprechend den Stammtisch zu moderieren. Das heißt, mir müsst ihr eigentlich keine Fragen dort mitstellen. Ich werde mit der Moderation genug zu tun haben, denke ich. Dennoch, kleines Gimmick noch von mir an euch. Ja. Ich weiß nicht, was jetzt alles für Fragen reinkommen oder wie viele Fragen. Deshalb müsst ihr 2 Sachen wissen. Alle Einsendungen sind gewinnberechtigt für 10 Euro Gewinn. Ich werde mir vorbehalten, 2 oder maximal 3 verschiedene Personen zu honorieren mit einem 10 Euro Gewinn. Und gleichzeitig kann es aber auch sein, dass eure Fragen nicht drankommen oder vielleicht nur eine Frage von euch drankommt, obwohl ihr mehr gepostet habt, weil insgesamt einfach zu viel gefragt wurde oder vielleicht gleiche Themen angesprochen wurden. Ich kann es noch nicht einschätzen, Stand jetzt. Es kann definitiv aber passieren, dass ihr nicht vorkommt beim Stammtisch mit eurer Frage. Dann seid bitte nicht böse vorab. Dennoch seid ihr tendenziell auch gewinnberechtigt. Wir werden auch dann am Ende des Stammtisches, sage ich mal, die Gewinner auch bekannt geben oder währenddessen. Ich überlege mir noch, wie ich das mache.
Und ja, deshalb hoffe ich auf viel Input erstmal, weil je mehr Input, desto inhaltlich cooler kann das ganze Stammtischprojekt sein. Und wie gesagt, vergesst bitte nicht, selbst wenn ihr nur einen Themenvorschlag habt, wenigstens 3 der Teilnehmer zu benennen. Ich zeige sie euch nochmal rein hier. Zack. Also, ne, wenn ihr ein Thema habt und könnt ihr dann dazu zum Beispiel schreiben, Derafim, Gorgos und El Chefe. Ja, das wären dann die 3 Content-Creatoren, von denen ihr diese Meinung gerne haben wollt. Für den Fall, dass zum Beispiel Derafim nicht da ist, aber die anderen beiden da sind, kann ich die Frage entsprechend so moderieren. Ich denke, das sollte klar sein. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie mir in die Kommentare bitte. Vielleicht noch zur Erklärung, warum ich das Ganze privat per Discord an mich oder eben per E-Mail an fraghanrizzle@web.de haben möchte. Das Ganze hat den Hintergrund, dass die teilnehmenden Content-Creatoren, meine Partner hier, nicht gleich sich bestens vorbereiten sollen, sondern wirklich auch mal ad hoc von der Seele reden können und dementsprechend vorher nicht wissen, was gefragt wird. Das Ganze ist vielleicht auch ein bisschen witzig. An der Stelle sei natürlich gesagt, dass ich auch keine privaten oder ausfälligen Sachen mit reinnehmen werde. Also braucht euch die Mühe nicht machen und das reinschreiben, sondern nehmt wirklich interessante Themen oder Fragen, die ihr habt für den Stammtisch und schreibt sie mir privat per Discord. Falls ihr mich nicht findet, könnt ihr meinem Discord beitreten unten und dann einfach privat anschreiben oder ihr schreibt eben per E-Mail an fraghanrizzle@web.de und das Ganze bis Sonntag 23:59 Uhr. Dann wird es so sein, dass wir uns in der kommenden Woche dann zusammensetzen, den Stammtisch aufnehmen und dann werdet ihr das als großes Video dann auf meinem Kanal präsentiert bekommen. Dort werdet ihr dann sehen und hören können, welche Fragen es geschafft haben, wie die entsprechenden Content-Creatoren darauf reagiert haben, wer von den eingesendeten Fragen dann auch 10 Euro gewonnen hat. Das wird alles dann in der nächsten Woche aufgelöst. Da freue ich mich schon drauf, weil die Woche wird sowieso ziemlich geil werden. Mehr dazu aber dann in einem morgigen Video, wenn ich es schaffe. Und ja, habe ich alles erwähnt? Ich glaube, ich habe eigentlich alles erwähnt. Ja, deshalb macht euch einen Gedanken. Ihr könnt den Content des Stammtisches aufwerten mit euren Einsendungen. Und ja, also ich habe kein Gameplay gezeigt, weil ich wieder nur geredet habe. Ist ja wurscht. Ihr seht meinen Char hier auf EU5, der ist in der Dungeon-Pause. Ist kein krass geiler Char, ist okay. Aber der wird jetzt in der Dungeon-Pause durchgezogen, ne? Also ganz klar. So, das war's. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Haut rein, macht es, tschüss. Servus. Euer Basti. Hier nochmal zum Abschluss die geile Teilnehmerliste. Zack, zack,